Ja, ich bin Martin Neumann. Ich bin hier der Gründer und Inhaber der Männerhobby Brennerei und Brauerei. Wir machen seit 2016 stellen wir Manufakturspirituosen her, jetzt seit Ende 2022 auch Bier. Und wir haben hier an der B105, 10 Kilometer östlich von Rostock, mit Ligna Systems eine wunderbare, großartige Halle gebaut und betreiben jetzt hier unsere Manufaktur. Ja, also tatsächlich habe ich ja hier, also gleich neben uns, so haben wir Karls Erlebnisdorf und der Inhaber dort, Robert Dahl, mit dem arbeiten wir gut zusammen. Und irgendwie in einem Gespräch, als er mitbekommen hat, dass wir die Halle bauen wollen, haben wir von ihm das Grundstück bekommen. Und in der Planungsphase meinte er dann, du, ich habe mal irgendwie, so habe ich mal so einen Tipp bekommen und habe gesehen, Hallen von Ligna Systems, Holzbauweise, sieht super geil aus, guck dir das mal an. Und so kam ich dann tatsächlich zu Ligna und ja, so habt ihr dann angefragt und das ging auch wirklich raketenmäßig los mit Ligna, muss man so sagen. Ne? Also war wirklich eine gute Empfehlung von Robert. Na, grundsätzlich hatten wir erstmal die Überlegung, ob wir die Halle in Stahlbauweise bauen oder in Holz. Und das war für uns zuallererst auch eine gestalterische Frage. Und wir wollen uns ja in Zukunft auch auf die Themen Rum und Korn bei den Spirituosen spezialisieren. Und da spielt eben Holz eine große Rolle, ne? Also Holzfässer, ne? Also die Lagerung von Spirituosen und Holzfässern. Eigentlich war die Entscheidung schon gefallen für Holz. Also auch schon bevor wir uns irgendwie dann die Angebotsfindung gemacht haben, hieß es eigentlich schon gut Holz. Ich bin ja Schnapsbrenner und kein Bauunternehmer und wir wollten auch keinen Generalunternehmer haben. Deswegen habe ich mich also selber darum gekümmert, wen nehmen wir da, wer ist da unser Ansprechpartner, wer kann unser Partner sein. Und eben dann durch die Empfehlung von Robert war das irgendwie relativ klar. Die Gespräche dann mit Ligna auch, also auch die ersten, das war so professionell, so schnell auch. Also ich erzähle immer noch gern die Anekdote, wie unser Gebäude gestaltet, also nicht der Architekt. Wir hatten da so einen Holländer, den Gerd, der hat das für uns gezeichnet. Wie der am Freitagnachmittag um 16 Uhr das zu euch geschickt hat, zu Ligna. Und um 20:15 Uhr hatten wir ein 3D-Modell mit Preis. Also das ist irgendwie tatsächlich ja, rekordverdächtig. Und du, an dem Punkt habe ich gesagt, da brauchst du mit gar keinem anderen sprechen.